Waterdome wurde 2018 eigens für das Lab 30 und Mehr Musik produziert. Das Lab 30 ist ein internationales Medienkunstfestival in Augsburg. Um Werbung für den Film zu machen, hat das Augsburger Team zusammen mit Lab Binär das Maskottchen gebaut, den Wassersatelliten. Dieser verkörpert und verbindet das Wasser mit dem Universum. Die audiovisuelle Sinfonie Waterdome ist ein Werk von Studierenden. Die visuellen Komponenten wurden von einem Team der Hochschule Augsburg kreiert, die klangliche Gestaltung von einer internationalen Gruppe der Universität der Künste Berlin. Diese sind schon zu Beginn des Projektes nach Augsburg gereist, um 3 Tage lang gemeinsam am Film zu arbeiten. Neben dem Austausch von Ideen haben die Augsburger während dieser Zeit ihre Stadt noch genauer kennenlernen dürfen. Gigantische Trinkwasserspeicher, die Wassertürme am Roten Tor und das Wasserwerk am Hochablass waren Highlights einiger Exkursionen. Regionale Wassergeräusche gestalten den Film akustisch. Das Berliner Team hat in Augsburg 50 Stunden an Audioaufnahmen gesammelt, wobei nicht nur Plätschern aufgenommen wurde, sondern auch tosendes Wasser oder das Rattern von Maschinen im Kraftwerk. Von diesen Orten inspiriert, haben die Augsburger Studierenden entschieden, die einzigartige Struktur des Augsburger Fluss- und Kanalnetzes zu visualisieren. Das Straßennetz, welches sichtbar von Augsburgs Gewässern geprägt ist, wurde ebenso in eine separate Acrylplatte gefräst wie das Fluss- und Kanalnetz. Im Filmstudio der Hochschule Augsburg wurden diese Platten beleuchtet und in Szene gesetzt. Tatsächlich fließt hier Wasser durch die Kanäle. Die Visualisierungen sind auf unterschiedlichen technischen Wegen entstanden. Einige Szenen wurden mit Kameras gefilmt und am Computer bearbeitet. Mittels 2D- und 3D-Software wurden weitere Szenen digital animiert. Diese Fremdkörper wurden beispielsweise im dreidimensionalen Raum arrangiert. Die Szene stellt große, aber auch mikroskopisch kleine Plastikfetzen unter Wasser dar. Zu Beginn können sich Fische frei um die Kuppel und im Raum bewegen. Später werden sie verdrängt. Wasser ist sehr vielfältig, vielfältig auch in seiner Bewegung und Oberfläche. Diese experimentellen Formen wurden durch reales Wasser und Licht mit der Kamera eingefangen. Eine Taschenlampe leuchtet auf den mit Wasser benetzten schwarzen Teller am Boden. An der Decke spiegelt sich ein Spektakel an Wasserreflexionen wider. Und der Teller konnte durch leichtes Tippen, Wackeln, Pusten und durch Schwingungen von Musik in Bewegung gesetzt werden. Auch diese Aufnahmen wurden gefilmt, dieses Mal durch das Digitalmikroskop der Hochschule Augsburg. Hier sieht man einen ca. 2 mm großen Ausschnitt eines schmelzenden Eiswürfels. Außerdem konnte durch die Zugabe von Farbpigmenten mikroskopische Bewegung von Wasser sichtbar gemacht werden. Durch das Versickern in einem Tuch konnten ebenfalls interessante Bilder kreiert werden.